Und damit schauen wir nach Köln zu Greta Wagner, die das Ganze für uns natürlich auch weiterhin beobachtet. Greta, also schwierige Voraussetzungen für die Polizei, was die Ermittlungen angeht. Aber warum ist denn eigentlich das bevölkerungsreichste Bundesland NRW so attraktiv für die Kriminellen? Ja, vorausgegangen ist dem ein schlecht gelaufenes Drogengeschäft, was hier in Köln mit einem anderen Clan noch zu tun hatte. Dieser Clan hat nämlich angeblich der Mokro-Mafia 300 Kilogramm Marihuana unterschlagen. Und dann nahm diese Serie ihren Lauf, die wirklich, wenn man sie so aufzählt, sich anhört wie aus einer Netflix-Serie. Und das Ganze ist aber hier in Köln, in Nordrhein-Westfalen, im Umland passiert. Nach diesem Drogengeschäft, was eben nicht gut geklappt hat, wo die Drogen unterschlagen wurden, da kam es danach zu 2 Geiselnahmen, um eben das zu erpressen, das Geld zurückzuerpressen, die Drogen zurückzuerpressen. Und dann kam es eben zu 11 Anschlägen mit explosionsartigen Gemischen. Man muss sagen, dabei ist nie irgendein Mensch tatsächlich zu Schaden gekommen. Einmal ist ein Mensch gestorben, da gehen die Ermittler aber davon aus, dass es eben ein Täter war, der einfach, wo dieser Anschlag eben schlecht gelaufen ist, der das einfach schlecht geplant hatte und dabei dann selber leider ums Leben gekommen ist. Aber die Ermittler gehen eben davon aus, dass all diese Anschläge, diese 11 Explosionen, alle so eine Art Warnung waren. Eine Warnung wie, guckt her, ich weiß, wo ihr wohnt, ich kenne euch, wir beobachten euch, wir haben euch im Blick. Und diese Anschläge waren eben diese Explosionen. Es gab aber auch Schusswechsel und dann haben die Ermittler jetzt am Mittwoch noch, nachdem hier hinter mir das Geschäft explodiert ist, am Nachmittag noch ein Auto gefunden, unter dem eine scharfe Handgranate war. Also es sind wirklich Sachen, die man da beschrieben hat, gestern auch bei der Pressekonferenz, die erstmal so schwer zu schlucken sind und schwer zu begreifen ist, dass das tatsächlich hier auf den Straßen passiert und dass tatsächlich noch niemand dabei ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Die Ermittler haben aber auch gesagt, das ist jetzt gerade etwas, das schwappt zu uns hier rüber. Das muss man ganz klar so sagen. Sie gehen, beziehungsweise sie sind vorsichtig mit dem Begriff Mokro-Mafia, aber sie gehen eben schon davon aus, dass es sich hauptsächlich um niederländische Straftäter handelt, die dann morgens hier nach Deutschland herfahren. Es ist ja nicht weit nach Nordrhein-Westfalen über die holländische Grenze, die Tat verüben und dann wieder zurück in die Niederlande fahren. Und deshalb ist es so schwierig, diese Täter eben zu fassen. Das ist schon wirklich erstaunlich, wie das da vonstatten geht. Greta, danke schön für all diese Hintergründe.